Es gibt verschiedene Energien und emotionale Zustände, die eure Frequenzen nach unten ziehen. Und das ist Drama, Ärger, Wut, Leugnung, Schuld, Verurteilung und grundsätzlich negatives Denken. Und wenn ihr eure Frequenzen erhöht, ihr geht in die Herzkohärenz, ihr fühlt euch gut und auf einmal fängt das Ego an und packt wieder die Dramawalze aus. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Genau das Gleiche, wenn man sich Überschriften anschaut in einer Zeitung oder in, keine Ahnung, YouTube-Verlauf oder Facebook oder Instagram und ihr bleibt stecken bei Drama und Trauma und seid furchtbar getriggert, dann fragt euch das Spiel die Frage, warum spiele ich dieses Spiel immer noch? Erinnert euch an die Engelsgeschichte. Ihr seid als Engelskinder, weil ihr Energien gestohlen habt von anderen Engelskindern, habt ihr die Energien, die eigenen Energien aufgehört zu produzieren. Dadurch, dass ihr aufgehört habt, die eigenen Energien zu produzieren, sind die Energien im Kosmos langsamer und langsamer geworden. Und ihr wolltet unbedingt, nachdem ihr das gesehen habt, eine Lösung finden. Also seid ihr still geworden und seid tief in euch abgetaucht, habt euch ganz tief in euch hinein fokussiert. Und durch den tiefen Fokus entstanden die materiellen Inkarnationen. Ihr habt in euch so lange stillgestanden und euch ganz stark fokussiert auf das, was in euch ist, dass menschliche Erfahrungen möglich waren. Und hier konntet ihr sehen, was in euch ist, weil ihr euch immer noch in euch befindet und in eurer Energie befindet. Deswegen sage ich auch immer, ich bin eine Reflexion von euch und von euren Energien. Ihr sprecht gerade mit euch selbst. Und das ist der Zauber auch in dieser ganzen Thematik. Ihr befindet euch immer noch in eurer Energie. Und jetzt gilt es, euch zu entscheiden, eure eigene Energie wieder zum Fließen zu bringen. Und auf einmal fließt eure Quelle wieder. Auf einmal fällt Schuld von euch ab, wenn ihr entscheidet, euch selbst zu lieben. Und wenn ihr aufhört, andere zu verurteilen, fällt die Verurteilung auf euch, von euch selbst und für euch selbst auf einmal von euren Schultern. Und wenn ihr dann auch noch nicht mehr manipuliert, weil ihr eh nur euch selbst manipuliert und eh nur Agenten mit euch selbst habt. Oder ich sage auch immer gerne, ihr spielt Spiele. Wann seid ihr fertig, Spiele zu spielen? Und wenn ihr dann auch noch sagt, okay, ich brauche diese Spiele nicht mehr spielen, ich habe fertig, das ist der Satz, den ich immer sage, ich habe fertig. In dem Moment, wenn ihr fertig habt, und dann könnt ihr auftauchen aus dem tiefen Fokus und auftauchen mit neuer Energie. Und was nehmt ihr mit aus diesem Auftauchen? Natürlich alles, was ihr erfahren habt. Alles Wissen, alle Weisheit aus allen Inkarnationen, die ihr gebildet habt durch euren Fokus auf der Suche nach einer Lösung, die Energien wieder zum Fließen zu bringen. Und dann könnt ihr mit diesem Wissen und all dem, was ihr gesehen habt, nicht mehr nach Hause gehen. Nein, ihr geht in Souveränität, weil ihr kommt dann in eurer souveränen Version zu anderen Engelskindern, die auch angefangen haben, die Lösung an die Oberfläche zu bringen und zu sagen, ich kreiere meine eigenen Energien, sind aus dem Fokus aufgetaucht. Und was teilt ihr dann? Wie früher die Sammelkarten. Guck mal, ich habe das gesammelt, eine Erfahrung als Plejade, Erfahrungen auf der Erde. Guck mal, ich habe 30.000 Erdkarten gesammelt und 35.000 Karten vom Orion-Sternensystem und 57.000 Karten als Planet und noch 5 als Sonne. Wie viele Sonnen hast du denn gemacht? Stellt euch das mal vor. Und dann kommt ihr alle zurück mit all euren Erfahrungsschätzen, den Rucksack nicht mehr voll mit Bullshit und Verurteilung und Leid und Schuld. Nein, ihr habt den Rucksack voll mit Weisheitskarten, mit Weisheit und mit Wissen. Und ihr seid so voller Liebe und so voller Energie. Und was macht ihr dann, als die ausgewachsenen, erwachsenen Engel? Ihr kreiert völlig neue kosmische Welten aus all dem Wissen, wie man es nicht tut. Aus all dem Wissen, dass es Energien nicht gestohlen werden müssen, um zu erschaffen. Dass Dualität, Schmerz, Leid und Schuld nicht nötig sind.
dass Manipulationen überhaupt nicht nötig sind und all die anderen Schätze, die ihr aus all den Inkarnationen gesammelt habt.